Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Rework-Kanal der ersten virtuellen Republika. Ich freue mich, dass Herr Professor Esser sich Zeit genommen hat. Herr Esser, normalerweise ist hier sehr, sehr viel los im BIP. Wie sieht momentan Ihr Arbeitsalltag aus? Wir haben sehr früh begonnen, im letzten Jahr, Gott sei Dank, uns dem Thema E-Government aufzuschließen. Wir haben Konzepte entwickelt, wie wir Homeoffice in den normalen Arbeitsrhythmus des BIPs integrieren und haben es dann auch geschafft, dass wir mit Beginn der Corona-Krise auch sehr schnell auf das Homeoffice-Konzept entsprechend umschwenken konnten und arbeiten jetzt virtuell mit Verve weiter an unseren Themen. Und von daher bin ich auch zuversichtlich, dass wir sehr viele Erkenntnisse wiederum aus dieser Phase gewinnen können für die zukünftige Gestaltung unserer Arbeit. Da sind wir gleich bei dem Thema, das Virus trifft auch die Berufsbildung ins Mark. Welche Auswirkungen sehen Sie bereits auf die laufende Berufsausbildung? Zuerst mal gilt natürlich der Leitsatz, dass wir sehr stark mit der beruflichen Bildung abhängig sind von der Entwicklung der wirtschaftlichen Tätigkeit. Das heißt, je besser die Unternehmen aus dieser sehr rezessiven Phase, die wir zurzeit haben, im Monat April und März ist die Wirtschaft sehr stark eingeschmolzen. Und je besser es gelingt, in den nächsten Monaten wieder Fuß zu fassen. Wir haben ja erste Lockerungen in der Wirtschaft jetzt erfahren. Weitere sollen ja folgen, wenn es gelingt, die Kriterien des Gesundheitsschutzes auch einzuhalten. Und wenn Unternehmen entsprechend ein Stück weit wieder aus diesem rezessiven Loch herauskommen, bin ich zuversichtlich, dass wir auch ausbildungsstrategisch mit einem blauen Auge davonkommen und dass die Krise sich nicht entsprechend ausbreitet als eine Problematik, dass wir keine Ausbildungsplätze mehr zur Verfügung stellen können. Zu dem Thema so Krisenfestigkeit der Berufsbildung kommen wir später. Was jetzt aktuell auch viele junge Leute in der Ausbildung bewegt, sind ungefähr 400.000, die jetzt vor den Prüfungen stehen. Wir haben einen Kollegen, der jetzt gerade die Ausbildung abschließen möchte, gefragt, was ihn im Moment bewegt. Mein Name ist André Zabay, ich mache die Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration und befinde mich aktuell im 3. Ausbildungsjahr. Eigentlich hätte ich nächste Woche Mittwoch meine Abschlussprüfung gehabt, diese wurde aber jetzt aufgrund der Corona-Pandemie verschoben auf Mitte Juni, zusammen mit der mündlichen Prüfung im gleichen Zeitraum. Das erschwert die Situation für mich insofern, dass ich mich auf beide Prüfungen gleichzeitig vorbereiten muss, weil die Zeitspanne zwischen der mündlichen und der schriftlichen Prüfung deutlich verkürzt wurde. Arbeitsaufträge von der Berufsschule bekomme ich aktuell nur per E-Mail und das ermöglicht mir, Rückfragen nur per E-Mail an meine Lehrer zu stellen. Wir machen keine Videokonferenzen und keine Webinare aktuell. Zur Prüfungsvorbereitung treffe ich mich mit meinen Kollegen nicht mehr persönlich, sondern verabrede mich virtuell per Videokonferenz und so versuchen wir, so gut es geht, zu lernen. Herr Esser, was sagen Sie zu dem Statement? Zunächst einmal bin ich sehr froh, dass es den zuständigen Stellen, also den Kammern, den Kreishandwerkerschaften und den Innungen doch gelungen ist, die Zielstellung festzulegen, alle Prüfungen noch in diesem Jahr entsprechend organisieren zu wollen und zu können, so dass es gewährleistet ist, dass wir, spätestens im Herbst alle jungen Leute mit der abgeschlossenen Prüfung auch in das Arbeitsleben oder in die Fortbildung weiterempfehlen können. Das ist ein sehr gutes Vorhaben, denn es war durchaus vor 4-5 Wochen noch nicht sicher, ob wir überhaupt alle Prüfungen umsetzen können. Und was Herr Zabay uns berichtet, ist natürlich auch insofern positiv, als dass die Auszubildenden selber initiativ sind, sich Videokonferenzen selber organisieren und eine Prüfungsvorbereitung managen. Auch gut ist es, dass die berufsbildenden Schulen unterstützen und natürlich auch wir als Ausbilder, dass wir den jungen Leuten auch viel Raum und Gelegenheit, beispielsweise jetzt auch mit dem Homeoffice geben, sich sehr konzentriert auf die Prüfungen vorzubereiten. Dass jetzt schriftliche und mündliche Prüfungen etwas enger zueinander kommen, ist jetzt diesem Umstand geschuldet, dass wir eben in einer Pandemie sind und das Bestmögliche versuchen zu organisieren. Und ich bin
bin aber zuversichtlich, dass genau diese Rahmenbedingungen auch bei den Prüfern als Hintergrund mit entsprechend Berücksichtigung findet und man die jungen Leute nicht gewollt in irgendeiner Weise in Bedrängnis bringt, weil das eine oder andere so nicht nach den Regeln funktioniert hat in der Vorbereitung. Und von daher sollen sich die jungen Leute keine Sorgen machen, dass da irgendetwas zu ihrem Nachteil gereicht, sondern an diesen Rahmenbedingungen jetzt festhalten, sich ordentlich nach Lage der Dinge auf die Prüfung vorbereiten. Und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass das auch bei vielen gelingen wird. Normalerweise bilden Unternehmen aus für den eigenen Bedarf, für den eigenen Nachwuchs. Welche Befürchtungen haben Sie vielleicht auch, dass die neuen jungen Fachkräfte vielleicht dann nicht übernommen werden? Also zunächst mal ist es so, ich darf noch mal daran erinnern, wir hatten im letzten Jahr über 50.000 offene Ausbildungsstellen. Das heißt also, viele Branchen in der Wirtschaft haben händeringend nach Auszubildenden gesucht. Und dieser Coronavirus ist ja nicht Ausdruck auf einer langen Zeitleiste sich entwickelnden rezessiven Wirtschaft, sondern es ist so eine Art exogener Schock. Das heißt also, wenn die Unternehmen zuversichtlich sind, dass im nächsten Jahr sich die Dinge wieder sehr schnell erholen können und dass die Unternehmen entsprechend wieder in Arbeit sind, so brauchen wir auch Fachkräfte. Das heißt also, es wird das letzte Mittel sein, zu dem Unternehmen auch in diesem Jahr greifen werden, wenn sie keine Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Von daher bin ich zunächst einmal immer noch optimistisch, dass wir mit einem blauen Auge im Ausbildungsmarkt an dieser Krise vorbeikommen. Sollte das aber nicht der Fall sein, so ist es, wenn Übernahmen nicht möglich sind. Es wird Insolvenzbetriebe geben, das ist keine Frage, und es werden auch Auszubildende betroffen sein. Aber dann bin ich trotzdem zuversichtlich, dass wenn die Prüfungen pünktlich abgeschlossen sind und die jungen Leute auch gut ausgebildet sind, dann werden sie auch am Arbeitsmarkt flexible Möglichkeiten haben, sich in anderen Betrieben oder bei anderen Betrieben und gegebenenfalls auch in verwandten Branchen sich zu bewerben. Das ist ja auch ein Gütemerkmal unserer Ausbildungskompetenz, dass sie sehr breit angelegt ist und sehr viel Flexibilität ermöglichen. Also Angst ist zurzeit nicht am Platz. Vielleicht ab und zu ein bisschen Skepsis in Berufen, die jetzt direkt betroffen sind von der Pandemie. Das BIP ist ein Ausbildungsbetrieb. Hier werden so rund 30 junge Leute ausgebildet. Einer dieser Berufe ist Veranstaltungskaufleute. Und die können jetzt gar nichts machen. Wir fragen mal eine der Auszubildenden, wie sie mit der Situation im Homeoffice umgeht. Mein Name ist Merlin Robert und ich mache meine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau und befinde mich momentan im ersten Ausbildungsjahr. Ich persönlich befinde mich jetzt schon seit mehreren Wochen im Homeoffice und wir haben ja alle mitbekommen, dass jetzt seit längerem keine Veranstaltungen mehr stattfinden aufgrund der Corona-Krise und voraussichtlich geht das auch bis zum 31. August so weiter. Für mich persönlich als Auszubildenden, als Veranstaltungskauffrau steht dann letztendlich die Frage, ob ich genug praktische Erfahrungen sammle während meiner Ausbildung. Herr Esser, was können Sie den jungen Menschen in Aussicht stellen, die sich in der Situation von Frau Robert befinden? Ja, erstmal zugestehen, dass die Situation natürlich misslich ist. Das heißt also, es ist im Moment nicht möglich für Frau Robert, in der Praxis zu lernen, weil die Praxis der Veranstaltungen zurzeit ausfallen. Das heißt, wir müssen improvisieren. Und das tun wir auch, dass wir versuchen, die Vorfälle als theoretische Konzeptionen im Grunde zu entwickeln. Ja, man kann das vergleichen wie mit Trockenschwimmen, dass wir die Vergangenheitswerte von Veranstaltungen, die wir im letzten Jahr in der jüngeren Vergangenheit durchgeführt haben, dass wir diese im Grunde zum Papier bringen und entsprechende Aufgabenstellungen formulieren, sodass Veranstaltungen theoretisch konzipiert, entwickelt, analysiert, reflektiert werden, sodass ein Stück weit diese Kompetenz entwickelt wird. Eine andere Idee, die ich auch gut finde, ist, wir erleben ja zurzeit, dass viele Veranstaltungen, die als Präsenzveranstaltungen nicht stattfinden können, auf die virtuelle
Ebene geschoben werden, transformiert werden. Die Republika ist ein Beispiel. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Idee, was wir im BIP auch machen, dass wir versuchen, ganz bestimmte Veranstaltungen auch in eine virtuelle Struktur zu bringen, dass hier vielleicht nochmal ein Andockpunkt ist, dass man hier doch nochmal aktiv wird und entsprechende, ja, auch neue Wege in der Ausbildung gehen kann. Wenn man sich jetzt die Digitalisierung anguckt, die Herausforderungen jetzt, wie viel Ausbildung kann eigentlich digital qualitätsgesichert durchgeführt werden? Also ich bin der Auffassung, dass es immer weniger Berufe gibt, wo Digitales nicht möglich ist. Auch wenn es Berufe gibt, die noch sehr stark am Werkstoff und an der Hand hängen, gestalterische, künstlerische Berufe, so haben diese Berufe jedoch auch im betrieblichen Spektrum Möglichkeiten, auch Dinge der Digitalisierung aufzunehmen. Nehmen Sie beispielsweise das Thema Kontakt mit dem Kunden, Marketing. Nehmen Sie das Thema betriebskaufmännische Ebene, das Betriebsbüro. Alles Dinge, die auch zunehmend digital unterstützt werden und wo sogar auch Handwerker in diesen Branchen interessiert sind, die Effizienzen, die mit diesem Thema verbunden sind, auch für ihre betriebliche Tätigkeit zu nutzen. Und dann haben wir natürlich auch Branchen, wo die Digitalisierung sich sehr stark auch in der Produktion niederschlägt, in veränderten Rahmenbedingungen der Arbeit. Und hier sind natürlich die Digitalisierungsimpulse noch höher und noch relevanter auch entsprechend in ein Ausbildungskonzept auch übernommen zu werden. Es liegt auf der Hand, dass die informationstechnischen Berufe, die Medienberufe, die elektrotechnischen Berufe, die wir jetzt gerade auch fürs Handwerk neu gemacht haben, dass hier natürlich sehr viel Potenzial für Digitalisierung entsprechend integriert worden ist. Installationsumweltberufe, die beispielsweise das ganze Thema Gebäudeenergietechnik aufnehmen. Da ist sehr viel Digitales drin, aber ein schönes Beispiel, immer wieder zitiert, der Dachdecker, der auch neue Möglichkeiten hat, die Digitalisierungstechnik mit Drohnen zu nutzen. In der Landwirtschaft faszinierende Beispiele von großen landwirtschaftlichen Betrieben, die ohne die digitalisierten Rahmenbedingungen überhaupt nicht mehr wirtschaften können. Also wir haben sehr, sehr viele Beispiele, wo im dualen System die Digitalisierung ganz, ganz groß geschrieben wird. Und wir sichern das dadurch ab, dass wir in unseren Ausbildungsordnungen diese Rahmenbedingungen schaffen, dass neuere Entwicklungen immer auch in die aktuelle Berufsausbildung einfließen muss und dass wir dadurch, dass Arbeitgeber, Arbeitnehmer und die Lehrerinnen und Lehrer an berufsbildenden Schulen, also die in der Praxis sind, auch die Prüfungen vorbereiten und umsetzen. Dass auch sichergestellt ist, dass in den Prüfungen das, was in den Berufen an Aktuellem entsprechend qualifiziert ist, auch geprüft wird. Das ist auch, glaube ich, dieses Gütekriterium der dualen Ausbildung, was sie weltweit auch unschlagbar macht. Vielleicht auch, wenn wir uns die Corona-Krise jetzt anschauen, die Beruflichkeit auch, das Verantwortungsbewusstsein, gerade auch in systemrelevanten Berufen. Wir schauen uns die Kraftfahrerinnen an oder Kassiererinnen, Altenpflegekräfte. In dieser Krise wächst das Bewusstsein in der Bevölkerung, dass diese Berufe absolut notwendig sind, oft nicht gesehen werden und eben auch nicht entsprechend bezahlt werden. In der Politik werden Forderungen laut nach Sonderzahlungen. Reicht das wirklich aus? Was können Sie als Präsident des BIP dazu sagen, hier noch mehr einen Drive reinzubringen, dass diese Berufsfelder zum einen besser bezahlt werden, aber auch noch ein anderes Image bekommen? Wir leisten zu der Attraktivität auch dieser Berufe dadurch unseren Beitrag, dass wir ein attraktives Qualifikationsprofil mit den Sozialpartnern entwickeln, was entsprechend auch dafür Sorge trägt, dass eine Beschäftigungssicherheit für junge Leute da ist. Es gibt keine bessere Lebensversicherung gegen Arbeitslosigkeit als eine gute Qualifikation. Und dass auch Dinge in diesen Berufsbildern enthalten sind, die Perspektiven eröffnen. Sowohl Perspektiven in den Branchen selber, das heißt Aufstiegschancen deutlich machen, aber auch beispielsweise durchlässige Strukturen eröffnen, dass wenn man beispielsweise eine Ausbildung zunächst einmal angesteuert hat, und nachher zu der Überlegung kommt, ich möchte doch auch noch studieren, dass man auch hier Brücken schlagen kann von der Qualifizierung im dualen System zu einem Hochschulstudium.
Das alleine reicht aber natürlich nicht aus, um die Reputation dieser Berufe zu sichern. Und hier kommen dann die Sozialpartner für mich vor allem ins Spiel, die dafür Sorge tragen müssen, dass es attraktive Rahmenbedingungen von Arbeit gibt. Dazu gehört natürlich das Gehalt, aber dazu gehören auch Rahmenbedingungen für flexible Arbeitsformen, für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und letztendlich auch das, was dann das Image des Berufes ausmacht. Hierzu kommen dann die Güte der Qualifizierung und die guten Rahmenbedingungen der Arbeit zusammen, dass man entsprechend auch bewerben muss und glaubhaft vermitteln muss, dass man dort entsprechend attraktive Arbeit findet, Beschäftigung findet, wovon man eine Familie ernähren kann und eine Arbeit auch findet, die Spaß macht. Wen sehen Sie da noch mehr gefordert, um das Image weiterzutragen? Jetzt werden Leute in systemrelevanten Berufen als Heldinnen und Helden gefeiert. Es droht dann schon wieder eine Verpuffung dieses Effekts. Wen sehen Sie da gefordert? Uns allen. Also ich will da keinen herausnehmen und auch keinen in Schutz nehmen. Wir müssen alle dafür Sorge tragen, dass die Aufgaben, die jeder dazu zu leisten hat, dass man die auch erfüllt. Das heißt, wir geben jetzt auch keine Ruhe und sagen, da sind bestimmte Berufe, die sind jetzt neu geordnet und interessieren uns nicht mehr, sondern wir haben auch die Aufgabe, immer wieder zu schauen, was entwickelt sich in den Berufen auch an Neuerungen, beziehungsweise was brauchen die jungen Leute und auch die Betriebe, um die neuen Ausbildungsordnungen auch vernünftig und gut umsetzen zu können. Das ist beispielsweise unsere Aufgabe und die Sozialpartner haben ja schon signalisiert, dass sie aus der Krise auch lernen wollen und bestimmte Dinge, die die Arbeitsumgebungen auch attraktiver machen sollen, in neue Tarifverhandlungen auch entsprechend diskutieren wollen. Wenn wir uns die 50-jährige Geschichte des Instituts für Berufsbildung anschauen, gab es schon einige große Krisen. Einerseits der Ölschock der 70er Jahre, die Vereinigung beider deutscher Staaten. 2005 und 2008 durchlebte die Bundesrepublik eine große Finanz- und Wirtschaftskrise. Jetzt auch noch Corona. Welche Lessons learned, welche Instrumente aus der Vergangenheit sehen Sie hier gut anpassbar an die jetzigen Verhältnisse? Was können wir lernen aus der Geschichte? Es ist richtig, wir haben im Grunde genommen einen Instrumentenkasten, den wir entsprechend immer wieder auch, wenn es notwendig ist, entsprechend auch uns angucken müssen, inwieweit dieser Instrumentenkasten auch auf die aktuellen Krisensituationen auch anpassungsfähig gemacht werden können. Es geht natürlich zunächst einmal immer darum, Ausbildungsplätze zu sichern und Betriebe zu motivieren, nicht im Ausbildungsengagement nachzulassen. Und das wurde beispielsweise versucht, in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 dadurch zu realisieren, dass man beispielsweise den Ausbildungsbonus erfunden hat. Das heißt, dass man Betriebe finanzielle Anreize gegeben hat, beispielsweise zu den normalen Ausbildungskapazitäten zusätzliche Ausbildungskapazitäten zur Verfügung zu stellen, damit diejenigen, die keine Ausbildungsplatzchance haben, auch neue Chancen eröffnet werden. Es gibt Maßnahmen wie die assistierte Ausbildung, die ganz wichtig ist, gerade für junge Leute, die mit schlechteren Startchancen aus der Allgemeinbildung kommen und oftmals deshalb auch als erstes gehandicapt sind, wenn es Krisen in der Wirtschaft gibt und die betriebliche Personalpolitik eher auf Reduzierung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen abstellt, dass man Übergangsmöglichkeiten schafft, dass man beispielsweise Einstiegsqualifizierungen sichert, dass man auch über Beratung Betriebe doch noch motiviert, Auszubildende einzustellen, auch die vielleicht nicht die Ausbildungsreife mitbringen, die Betriebe gegebenenfalls erwarten, aber über die Begleitung, über auch die Unterstützung durch Berater, durch berufsbildende Schulen, durch Sonderlehrgänge in den überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen dann doch noch so fit gemacht werden und auch Sicherheit bekommen, dass dann doch auch der Einstieg in eine Ausbildung zugetraut wird und Betriebe dann da auch geöffneter den jungen Leuten gegenüberstehen.
Sie hatten die überbetrieblichen Aus- und Weiterbildungszentren erwähnt. Sehen Sie da noch eine neuere Rolle für den Staat zu unterstützen? Ich muss noch sagen, Frau Kress, die überbetriebliche Ausbildung wird in Deutschland sowohl über Mittel des BMBF als auch des BMWI unterstützt. Die dürfen wir nicht ganz vergessen. Und sie sind natürlich eine ganz wichtige Institution, wenn es um die Qualitätssicherung der Berufsausbildung geht. In der überbetrieblichen Ausbildung wird das ergänzt, was Einzelbetriebe gegebenenfalls im Ausbildungsberuf nicht ausbilden können. Aber es wird auch vor allen Dingen der Technologietransfer unterstützt. Das heißt, wir erleben das gerade im Sonderprogramm Digitalisierung, wo wir die überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen gerade auch mit Mitteln des BMBF entsprechend in die Lage versetzen, digitale Qualifikationen, digital orientierte Qualifikationen auszubilden, gerade auch da, wo Betriebe noch nicht digital investiert haben. Und diese Einrichtungen sind natürlich prädestiniert immer dann, wenn wir zu wenig betriebliche Ausbildungsplätze haben, gerade aufgrund von Situationen, die auch Einzelbetriebe so nicht verantworten können, wie jetzt bei Corona, wenn wir jetzt, was wir alle natürlich nicht hoffen, dass die Krise so niederschlägt, dass Betriebe aufgrund der wirtschaftlichen Lage in ihrem Ausbildungsengagement entsprechend radikal runterfahren müssen, dass wir auch hier immer noch Möglichkeiten haben, möglichst betriebsnah zu qualifizieren, weil diese überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen werkstattorientiert aufgebaut sind. Sie sind also weniger verschult strukturiert, sondern im Zentrum dieser Ausbildungsstätten steht die Werkstatt, steht der Betrieb. Und wir haben hier immer noch auch Kapazitäten und Möglichkeiten, dann, wenn die betrieblichen Kapazitäten ausfallen, dass wir hier ein Stück weit zumindest kompensieren können. Lassen Sie uns zum Schluss noch kurz über die Grenzen Deutschlands hinausschauen. Das BIP forscht und arbeitet auch international. In der Krise sehen wir einen Rückzug auf nationale Fragen. Was hat internationale Berufsbildungszusammenarbeit momentan noch für einen Stellenwert? Welche Bedeutung würden Sie da sehen? Nach wie vor hoch, denn wir dürfen ja jetzt durch Corona nicht unseren Kopf in den Sand stecken, sondern wir sind ein technisch hoch versiertes Land. Wir sind die viertstärkste Volkswirtschaft der Welt und daran wird sich auch mit Corona nichts ändern. Und das heißt, dass wir nach wie vor sowohl die Unternehmen aus Deutschland haben, die im internationalen Kontext operieren. Dafür ist auch die internationale Berufsbildung wichtig, um deutschen Betrieben auch Unterstützungen zu geben, in anderen Ländern entsprechend ihr qualifiziertes Personal vorzuhalten. Auf der anderen Seite ist es aber auch natürlich ein politischer Ansatz, anderen Ländern zu helfen, Wohlfahrt aufzubauen. Und deshalb ist die internationale Bildungszusammenarbeit nach wie vor für uns ein ganz, ganz wichtiges Feld. Zwei Schlagworte hierzu sind einerseits Anerkennung von Qualifikationen, die im Ausland erworben wurden. Und seit 1.3., eigentlich mit der Corona-Krise, trat das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Kann man zugespitzt sagen, kaum eingeführt, schon wieder eingefroren? Ja, eingefroren. Es ist ein Stück weit durch Corona gebremst. Aber genauso wie ein Auto, das bremst mal stark, um einen Unfall zu verhüten. Und dann fährt man wieder an. Und das ist nach wie vor meine Zuversicht, dass wir hier genau diese Dinge auch weiter brauchen. Wir wissen über die demografische Entwicklung, dass wir und unsere Volkswirtschaft auf Sicht auf gut ausgebildete Fachkräfte auch aus dem Ausland nicht verzichten kann. Und deshalb ist das, was wir jetzt in der Anerkennung weiterentwickelt haben, was umgesetzt werden, nach wie vor von hoher Relevanz. Und wir brauchen auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, um die gezielte Einwanderung von Fachkräften auch in der Zukunft zu steuern und sicherzustellen. Zum Schluss, Herr Professor Esser, welche Botschaft könnten Sie uns mit auf den Weg gehen? Wie kommen wir da gemeinsam gut raus im Bereich der Berufsbildung? Das Erste, was ich in meinem wirtschaftswissenschaftlichen Studium gelernt habe, ist, dass Psychologie eine ganz wesentliche Komponente der Ökonomie ist. Und deshalb, glaube ich, tun wir gut daran, ohne blauäugig zu sein,
erstmal zuversichtlich in die Zukunft zu schauen, darauf zu vertrauen, dass wir eine solide Struktur in unserem Land haben, dass wir gute Bildungsmöglichkeiten in unserem Land haben, gute Schulen haben. Wir haben ein hervorragendes Ausbildungssystem, ein gutes Hochschulsystem und darauf zu vertrauen, dass wir auch aus ernsten Situationen, aus Stresssituationen gerade deshalb auch wieder herauskommen. Wenn Herr Scholz von der Bazooka spricht, die darauf hinweist, dass wir hervorragend finanziell aufgestellt sind, so können wir aus Sicht von Aus- und Fortbildung sagen, dass wir mit diesem Bildungs- und Qualifizierungssystem auch zuversichtlich nach vorne schauen können. Das heißt, erste Botschaft, das duale System hält nach wie vor, was es verspricht. Die zweite Botschaft ist dann auch, dass die Betriebe das halbleere Glas zuversichtlich sehen sollen, als halb voll. Und deshalb auch mit den Ausbildungsentscheidungen wirklich auch reflektiert und so vorgehen zu sollen, dass die Perspektiven, die gute Fachkräfte haben für eine gute betriebliche Entwicklung, nicht aus den Augen zu verlieren. Denn es wird wieder die Zeit kommen, wo die Betriebe wieder an den Markt kommen und wo auch der Konsum wieder entsprechend anschlägt. Und ich erinnere immer wieder jetzt, das ist ganz wichtig, an die Situation, an die Klagen der Wirtschaft. Wir bekommen keine Auszubildenden mehr. Die jungen Leute wollen nicht ausgebildet werden. Sie wollen lieber studieren. Bitte gebt nicht auf, was ihr braucht in Zukunft, um auch die Betriebe wieder in die erste Reihe des Marktes zu bringen. Vielen Dank. Das war der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung in Bonn, Professor Esser. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie jetzt noch weitere Fragen haben, Informationen möchten zu den Berufen, wie modern die deutsche Berufsbildung aufgestellt ist, dann lade ich Sie gerne ein, auf der Website beim BIP vorbeizugucken. Das ist ganz einfach, www.bib.de oder folgen Sie uns auf Twitter oder auf anderen sozialen Kanälen. Vielen Dank.